Back to the YouTube game, huh? Aloha ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video hier auf Gran Canaria. Das ist das erste Video 2024, ich freue mich sehr. Es wird das Geburtsvideo, der Geburtsbericht von unserem Sohn sein. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt dazu auch einen Vlog. Der ist natürlich super emotional und schön mit vielen Sequenzen, was wir so geschafft haben, nebenbei zu filmen. Aber viele Details und viele Fragen von euch werden in dem Video nicht beantwortet. Und ihr wisst, wie sehr ich dieses Thema liebe, wie wundervoll ich Geburten finde. Und ich freue mich deswegen heute, euch von unserer zweiten Geburt oder von der Geburt unseres zweiten Kindes zu berichten und zu sagen, wie es war. Ich habe mir auch eine Liste gemacht, damit ich nichts vergesse. Also entschuldigt, falls ich ab und zu aufs Handy gucke. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Also, wir sind ja hier auf Gran Canaria ziemlich auf uns alleine gestellt. Also wir haben keine Familie hier, niemanden. Und wir hatten so ein leichtes Zeitfenster, wo wir wussten, da sind Freunde oder Familie da, damit jemand auf Marisa aufpassen kann während der Geburt. Wir haben uns ja dafür entschieden, doch ins Krankenhaus zu gehen. Ich wollte ja sehr gerne komplett selbstbestimmte Hausgeburt haben, aber die Hebammen, die ich hier gefunden habe, die wundervoll waren, haben gesagt, das ist denen zu heikel mit 40 Minuten vom Krankenhaus weg, dass das besser ist, wenn ich ins Krankenhaus gehe, vor allen Dingen, weil es schon die zweite Geburt ist. Ja, also war uns klar, wir gehen ins Krankenhaus. Dieses Krankenhaus hat eine Quote von 90% ohne Kaiserschnitt. Das war mir irgendwie super wichtig, war ein schöner Hintergrund allgemein, dass es sehr, sehr natürlich in dem Krankenhaus abläuft, alle super herzlich sind und liebevoll. Und vorab habe ich mit meiner Doula, die ich sozusagen gebucht habe, die mit mir in die Geburt geht, auch so ein bisschen als Übersetzerin hilft, einen Geburtsplan ausgearbeitet. In Deutschland geht man ja ins Krankenhaus so einen Monat vorher und schreibt einen Geburtsplan mit einer Hebamme, so grob. Aber hier ist das nicht so, man geht einfach ins Krankenhaus, wenn die Geburt losgeht und das war's. Also habe ich einen Geburtsplan mitgebracht, wo drin stand, was ich möchte für die Eröffnungsphase, für die Austreibungsphase, für die Zeit mit dem Baby, sobald es da ist. Und das haben wir wirklich sehr detailliert gemacht. Meine Doula ist auch absolut auf meiner Seite, was natürliche Geburten angeht. Und deswegen ja, war das richtig schön. Wir haben halt so Sachen drin gehabt, so medikamentfrei wie möglich, so selbstbestimmt wie möglich, keine Eingriffe. Nicht mal, ich wollte auch keine Infusion oder sonst irgendwas vorher gelegt bekommen, keinen Kanal dafür. Also all solche Sachen haben wir da reingeschrieben. Wir wollten, dass der kleine Mann danach mindestens 2 Stunden Körperkontakt mit mir hat, also kein Wiegen, kein Messen. Wir wollten die Nabelschnur ausbluten lassen, also all solche Sachen. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, das steht auch immer in dem Geburtsplan mit drin, wenn möglich, also wenn es keine Komplikationen gibt. So, und dann waren wir vorbereitet und haben jetzt gehofft, dass einfach der Kleine sich auf den Weg macht, wenn am besten Falle die Oma da ist. Oma ist angekommen am 18. November. Und Geburtstermin war der 26. November und der war noch drin. Dann ist erstmal eine große Last von uns abgefallen. Oma wäre dann 3 Wochen da gewesen und haben einfach gehofft, dass er nicht überzieht zu lange. Ja, wir hatten Plan B mit Freunden bei Marisi und Plan C war, dass wir Marisi mit ins Krankenhaus nehmen hätten, wie auch immer. Ich habe mit Marisi auch viele Videos geguckt, Geburten angeguckt, friedliche Geburten und habe sie ein bisschen darauf vorbereitet, falls sie mit hätte kommen sollen ins Krankenhaus. Sie wollte auch wirklich gerne mitkommen, aber erzähle ich später noch ein bisschen was dazu. Okay, wir haben den 18. November, Kind ist drin und wir haben noch ein paar schöne Tage mit der Oma verbracht. Also ein paar. Am 21. November, ich habe dann wirklich gar nicht damit gerechnet, weil Marisi ja später kam, also meine erste Tochter, als Geburtstermin, hatte ich dann das erste Mal Wehen. Ich würde jetzt hier mal auf Wellen umschwenken, weil ich habe wirklich gerne das Wort Wellen benutze. Wehen hat ja schon das Wort W-E-H, also weh, es tut was weh mit drin. Und ich bereite mich ja oder
bereite mich ja super positiv auf Geburten vor. Ich kann euch mal mein Geburtsvorbereitungsvideo auch verlinken, wenn ihr wollt. Und deswegen finde ich Wellen irgendwie ein richtig schönes Symbol anstatt Wehe. Ich habe das Wort Welle übernommen aus der friedlichen Geburt. Das ist zum einen ein Podcast, aber eigentlich ein Programm, wo man Geburtshypnose erlernen kann. Das habe ich bei meiner ersten Tochter gemacht und bei meiner zweiten auch und damit mein komplettes Mindset zum Thema Geburten umgestellt. Ja, also wen das interessiert, schaut gerne mal vorbei bei der friedlichen Geburt. So, und dann dachte ich so, wow, okay, ich glaube, es geht los, weil die Wehen sich genauso angefühlt haben wie bei meiner Tochter. Bei meiner Tochter kamen die Wehen und sind nicht wieder gegangen. Ich hatte dann von der ersten Wehe alle 3 Minuten lang Wehen, Wellen. Und diesmal war es aber anders und sie sind gekommen, gegangen, ganz leicht, ganz sanft, mal 2 Stunden Pause. Dann hatte ich mal 1 Stunde, wo ich 6, 7 Wellen am Stück hatte. Also das war wirklich komplett anders und trotzdem super spannend. Ich habe dann hier immer darauf gewartet, dass die nächste Welle kommt. Ich habe nebenbei noch ein bisschen gearbeitet. Justus und ich haben am E-Book gearbeitet. Wir haben noch einen Workout geplant. Marisi, Oma und ich waren am Strand. Also es war auf jeden Fall noch nicht so intensiv, dass ich hätte irgendwie mich zurückziehen wollen oder die Wellen schon veratmen wollen. Jetzt gucke ich mal kurz, dass ich hier nichts vergesse. Ich war sogar noch beim Nageltermin, den habe ich noch wahrgenommen. Ich dachte so, oh, meine Füße lasse ich mir noch machen. Da hatte ich dann tatsächlich auch gar keine Wellen. Jetzt wird es verrückt hier mit meinen Wehen und Wellen. Und ja, dann neigte sich der Tag auch dem Ende. Und dann habe ich, vielleicht kann ich das auch noch einblenden, also Marisi noch ins Bett gebracht und dann nachts irgendwie so aus der Intuition heraus noch ein Bild gemacht, wie wir beide zusammen kuschelnd im Bett liegen. Ich wusste es die gesamte Schwangerschaft über. Ich habe es so genossen mit ihr. Jede Nacht hat sie in meinen Arm gelegen und gekuschelt. Und ich habe das schon so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass sich das ändern wird nach der Geburt. Und ja, habe davon noch ein richtig süßes Bild und muss es mir voll oft angucken, weil ich die Zeit vermisse. Wir haben ja immer zusammen geschlafen und zur Zeit schlafen wir getrennt. Anderes Thema. Ja, so am nächsten Morgen, die Nacht war ruhig. Ich hatte ein paar Wehen, vielleicht 1 pro Stunde. Und dann sind wir an den Strand gegangen am nächsten Morgen mit Oma und Marisa. Ich war auch noch mal im Meer. Ich hatte auch Wellen im Meer. Wellen bei den Wellen. Und ja, so zog sich dann der Tag. Und dann haben wir tatsächlich noch ein Workout-Video gedreht am 22.11. Und gegen 17 Uhr, 16 Uhr war ich dann so, oh, okay, ich hatte jetzt 12 Wehen in der letzten Stunde. Relativ regelmäßig, so alle 5 Minuten. Und habe dann das erste Mal den Wehentracker angeschalten, um so einen leichten Überblick zu haben. Ja, das kam alle 5 Minuten. Ich bin dann in die Wanne gegangen. Da war dann aber eher so Pause und man sagt, wenn sich das ja beruhigt, dann ist es noch nicht so weit. Wenn es stärker wird, dann geht's los. 20.30 Uhr sind Justus und ich das letzte Mal zu zweit spazieren gegangen am Strand. Wir saßen noch auf solchen Liegen, haben die Sterne angeguckt, war super romantisch, haben noch ein Video gedreht für den kleinen Mann, so eine kleine Botschaft für später, wenn er älter ist, so, oh, du kommst wahrscheinlich heute Nacht. Und dann gegen 21.30 Uhr habe ich mir meine Kopfhörer reingemacht und mit meinen Geburtshypnosen gestartet. Ich war mir ab dem Moment sicher, der kommt jetzt diese Nacht oder am nächsten Tag. Die Wehen waren wirklich auf einmal sehr, sehr intensiv und noch nicht so regelmäßig. Also immer 7 Minuten, 5 Minuten, da dachte ich so, nee, das kann es noch nicht sein. Aber die wurden immer intensiver und ich dachte so, okay, ich fange jetzt an, ich brauche jetzt auch die Unterstützung. Ich versetze mich jetzt in Hypnose, um ja, einfach den Schmerz, da wo das Schmerz, wie nennt man das? Wo man Schmerz empfindet im Gehirn, das fährt man ja mit der Hypnose runter, um einfach mir selber Entspannung zu geben, Schmerzen zu nehmen und bei mir zu sein und ja, einfach mit den Wellen zu gehen. Okay,
23:39 Uhr sind wir dann ins Krankenhaus aufgebrochen. Die Oma ist zu Marisa ins Zimmer rüber und hat dann bei ihr geschlafen. Und wir sind los. Ich glaube, so gegen 1:30 waren wir dann im Krankenhaus. Und dort hat meine Doula auf mich gewartet. Mit der haben wir uns dort getroffen. Und Justus musste draußen warten. Und ich bin in so ein Wartezimmer, in ein zweites Wartezimmer gekommen. Und von da aus kommt man dann in so ein Untersuchungszimmer, wo die dann dich erstmal Sachen fragen, wenn du möchtest, den Muttermund messen. Und das haben sie bei mir gemacht. Und mein Muttermund war dann erst 2 Zentimeter offen. Und ich war wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich habe wirklich mit mehr gerechnet. Das ist halt immer dieses Ding mit dem Muttermundmessen, dass einen das mental echt zurückhauen kann und man dann unentspannter ist unter Geburt. Aber gut, wir haben gesagt, du kannst hier spazieren gehen, aber es war mitten in der Nacht und ich dachte, wenn ich jetzt spazieren gehe, ich habe schon seit 2 Tagen Wehen, dann power ich mich hier voll aus, das möchte ich nicht. Wir fahren zurück nach Hause. Da bin ich entspannter, es ist mitten in der Nacht, was soll ich hier in der Hauptstadt durch die Gegend watscheln. Und dann sind wir nach Hause und so, glaube ich, gegen 4 waren wir wieder zu Hause. Und die Oma hat mir im Nachhinein erzählt, dass kurz bevor wir hier rein sind, Marisa aufgewacht ist und unbedingt zu mir wollte, als hätte sie gespürt, dass wir nach Hause kommen. Die wacht eigentlich nachts nicht mehr groß auf, schläft durch. Und das war einfach irgendwie ein krasser Moment. Sie hat dann auch angefangen zu weinen und zu schreien und sie wollte zu mir. Und in dem Moment sind wir halt die Treppe hoch und ich bin einfach zu ihr ins Bett, habe mit der Oma wieder getauscht. Und ihre erste Frage war, wo ist der Kleine und ob sie ihn jetzt sehen kann. Und ich war völlig geflasht, dass sie das alles so mitbekommen hat. Und sie hat mir auch erzählt, sie wollte doch mit ins Krankenhaus und bla. Und ich habe gesagt, ja, der ist noch drin im Bauch. Mama hat zwar jetzt schon Wellen und es geht los und der kommt bald, aber ja, dass das noch ein bisschen dauert. Und dann war ich bei ihr und hatte leichtere Wehen wieder. Und immer wenn ich welche hatte, weil wir waren alle dann irgendwie wach, hat sie dann nur so gesagt, Mama, du schaffst das. Aber irgendwann wurden die Wehen so stark, dass ich gesagt habe, okay, pass auf Marisi, die Oma kommt wieder zu dir und Mama ruht sich unten noch ein bisschen aus. Das fand sie natürlich nicht ganz so lustig, ja. Aber so gegen 5, 6 dann hier unten dachte ich, okay, 8 Minuten sind die Wehen immer noch auseinander. Aber die werden so stark, wir müssen zurück ins Krankenhaus. So 3 Stunden später. Ich kann nicht, wir müssen zurück. In meinem Kopf war es halt super schwer. Ich wollte ja eigentlich eine Hausgeburt. Aber ich konnte mich hier nicht richtig entspannen, weil ich wusste, wir haben noch einen 45 Minuten Weg bis zum Krankenhaus. Und deswegen wusste ich immer nicht, fahren wir jetzt hin? Bin ich dann wieder zu wenig geöffnet? Oder ja. Das war irgendwie so in meinem Kopf und das hatte ich immer mal wieder im Kopf und ich glaube, deswegen war das auch nicht so smooth diesmal, weil bei Marisas Geburt waren wir nur 10 oder 15 Minuten weg vom Krankenhaus. So, ich bin dann aber tatsächlich hier unten mit Justus auf der Couch nochmal eingeschlafen und nur ab und zu ganz kurz wegen den Wellen aufgewacht, aber ich konnte nochmal so 1,5 Stunden oder so schlafen. Gegen 10:30 Uhr bin ich dann oben in die Wanne und habe die gesamte Zeit Kopfhörer drin gehabt, die Hypnosen gemacht. Die gesamte Nacht über hatte es auf laut und habe wirklich versucht, bei mir zu bleiben, mich auf das Baby zu konzentrieren, mich darauf zu konzentrieren, dass sich mein Muttermund öffnet. Jede Welle genommen und genutzt, um mich zu öffnen. Wer die Hypnosen macht oder sich damit stärker befasst, weiß, wie das funktioniert. Es ist wirklich eine richtig coole Sache, seinen Körper zu unterstützen, das sich einfach zu visualisieren, wie man sich öffnet. Und ja, es wurde auf jeden Fall immer stärker. Ich bin dann irgendwann aus der Wanne wieder raus und war im Bett und war die ganze Zeit so, nee, die sind immer noch 8 Minuten auseinander, wir können nicht los. Aber die Wellen wurden immer und immer stärker. Und habe dann gesagt, okay Justus, nächste Wellenpause, los geht's. Wir fahren ins Krankenhaus. Ich glaube, da war es dann 11:30 Uhr. 11:30 Uhr sind wir dann das zweite Mal ins Krankenhaus aufgebrochen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich im Auto saß, kamen die Wellen dann alle 5 Minuten. Und die wurden richtig intensiv. Also ich habe wirklich nur geatmet. Die gesamte Zeit im Auto bin ich von Welle zu Welle
gegangen und dachte so, okay, gut, dass wir fahren. Und dann sind wir ausgestiegen. Meine Doula war immer im Kontakt mit Justus, die gute Leila, und stand dann schon und hat mich aus dem Auto begleitet. Und ich glaube, sie hat auch gesehen, okay, das sieht jetzt anders aus als beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben. Beim ersten Mal bin ich ausgestiegen aus dem Auto und hi und ha. Beim diesem Mal bin ich einfach so, oh mein Gott. Also ich war dann völlig drin und abwesend. Und sie hat mich einfach nur koordiniert bis zur Annahme im Krankenhaus und so weiter. Sie ist wieder mit mir rein, weil sie halt ja sozusagen auch immer übersetzt hat. Ich habe kein Wort Spanisch gesprochen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgestiegen bin, kamen die Wellen alle 30 Sekunden oder jede Minute. Also ich bin wirklich ein paar Meter gelaufen, Welle, veratmet. Also es kam ununterbrochen. Und wir sind dann wieder in diesen Raum, wo die mich gemessen haben. Ich habe dann auch diesen Schleimpfropf verloren, dort direkt. Jedenfalls war ich dann nochmal auf Toilette in diesem Raum und habe das gesehen, dass es abgegangen ist. Und habe mich dann hingesetzt und dann kam, ich glaube Danielo hieß er, das war noch, nennt man das Lehrling, Hebammenlehrling, der hat gefragt, ob er meine Geburt begleiten darf. Er macht das noch nicht so lange, er lernt noch und das war so ein herzlicher Typ, Leute. Oh, ich bin so froh, was ich für Menschen getroffen habe unter Geburt und wer da einfach mit mir die Geburt erlebt hat. Also natürlich Justus und auch unsere Doula Leila, aber dann Danielo, der war einfach... Seine Aura, seine Art war wundervoll. Er hat eigentlich gar nicht viel gemacht, aber ich war so happy, ihn um mich herum zu haben. Und die Frau, die mich dann gemessen hat, die Hebamme, mein Muttermund, die war so ein bisschen strengeres Kaliber. Das mag ich eigentlich nicht so, aber zu mir war sie super. Deswegen, ich habe nur so gemerkt, wie sie zu allen anderen war. Ein bisschen rough. Auf jeden Fall hat sie dann gemessen und war nur so, oh wow, super, super und bla bla bla. Ich habe nicht so viel verstanden. Und meine Hebamme meinte dann auch, meine Doula, wie weit ist sie denn offen? Und da war sie so als wollte sie es nicht sagen und hat dann gesagt, so ja, vielleicht 5 Zentimeter. Und ich dachte so, 5 Zentimeter, ich bin hier noch mal 10 Stunden, keine Lust mehr. Und sie meinte, okay, du gehst jetzt direkt in den Kreissaal, ich hole deinen Mann. Und der nicht mein Mann ist, mein Freund. Nur mal so, Justus. Und ja, dann haben die mich da erst auf dem Gang zu einer anderen Hebamme gebracht. Ich musste alle paar Minuten, ein paar Sekunden anhalten, mich hinhocken, die Welle veratmen und bin dann in meinen Favoritenkreissaal gekommen. Es gibt in diesem Krankenhaus einen Kreissaal, das ist der natürliche Kreissaal. Ich glaube, das heißt Sala 8, naja, Saal 8. Auf jeden Fall ist der abgedunkelt, der hat eine Wanne, der hat einen Schaukelstuhl, der hat alles Mögliche, was man halt unter Geburt möchte, schön dunkel, gemütlich. Und da haben die mich dann hingebracht. Dann war da eine Hebamme, die zu mir meinte, ich bin nicht deine Hebamme, ich lasse dir nur kurzes Wasser ein und dann kommt eine richtige Hebamme, dann muss ich weiter. Danielo war die ganze Zeit bei mir und Justus hat mir im Nachhinein erzählt, der wurde ja von der anderen dann abgeholt, dass die Hebamme kam und meinte, Baby's coming, you have to go, you have to go. Sie war richtig grantig zum Justus, weil der noch die ganze Zeit super relaxed war und langsam. Und da hat dann auch Leila gesagt, das waren keine 5 cm mehr. Ich glaube, ich war komplett offen oder 9 cm, aber die hat uns ein bisschen angeflunkert, damit ich, glaube ich, entspannt bleibe. Und sie hat nur gesagt, let's go, let's go, let's go. Baby kommt. Und Justus hat das überhaupt nicht realisiert. Ich weiß noch, dass ich schon an der Wanne, vor der Wanne in dem Zimmer dann gehockt habe im Kreissaal und die nächste Welle verarbeitet habe. Er reinkam und noch tiefenentspannt den ganzen Saal gefilmt hat. Einfach super easy. Der wusste überhaupt gar nicht, was los war. Der dachte, die macht einfach nur Stress, die Frau. Dann war schon 5 cm Wasser in der Wanne und ich bin rein in die Wanne und hatte noch 2 Wellen, normale Eröffnungswellen. Aber es war hardcore dann an dem Punkt. Und daran erinnere ich mich auch bei Marisas Geburt. An diesem Punkt dachte ich so, warum wollte ich das natürlich? Warum habe ich hier keine PDA? Ich packe das nicht. Und dieser Punkt ist meistens der kurz bevor das umschwappt in die Pressphase, in die Austreibungsphase. Und
diesem Punkt, aber dadurch, dass ich es schon einmal erlebt habe, war es so gut für mich, dass ich immer wieder sagen konnte, okay, jetzt geht's los, ich habe es fast geschafft. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo das Baby kommt und oh, die hat mich doch gefragt, ob ich pressen muss. Ich so, hä? Also dann in der Wanne. Ich so, nein, ich bin bei 5 cm, was soll ich pressen? Ich habe da noch mal 5 cm to go. Und alle haben sich dann im Raum verteilt, weil ich habe ja gesagt, nee, mir geht's gut. Und dann kam die nächste Welle, aber es war eine zum Pressen. Ich so, I have to push, I have to push. Niemand kam, weil ich glaube ich nicht laut genug dafür war. Und ich so, Justus, I have to push. Und dann kam die Hebamme, die meinte, sie ist nicht meine Hebamme und hat mich durch die ganze restliche Geburt begleitet. Ich habe dann gepresst und die erste Presswehe war ich von Anfang an so, okay, diesmal mache ich das nicht so wie beim letzten Mal. Da war ich wirklich super vorsichtig, habe mich nicht getraut, habe lange das hinausgezögert, dass Marisi wirklich rauskommt. Aber diesmal habe ich gesagt, okay, ich nutze meine Kraft, ich drücke dieses Kind jetzt raus. Und hatte eine Presswehe. Bei der zweiten Presswehe war dann schon der Kopf draußen und alle so, head is coming, head is out. Und ich so, what? Kopf ist einfach draußen nach 2 Presswehen und nach der dritten war dann unser Junge draußen. Ich habe die ganze Zeit Justus Hand gehalten. Leila hat die ganze Zeit mich verbal unterstützt und mir Mut gemacht. Und die hat auch die ganzen Snippets von der Geburt gefilmt. Hat sie richtig gut gemacht. Ich habe die gesamte Geburt übrigens auch von hinten und von allen Winkeln von ihr. Danke dafür. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die sich das angeguckt hat. Niemand anders hat sich das getraut. Das ist wirklich richtig schön und gar nicht so krass von der Optik, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, auf jeden Fall war er dann draußen 13 Uhr. Ich glaube, wir sind 12:51 Uhr bin ich rein in den Kreissaal und 13 Uhr war er dann draußen. Ungefähr so war die Zeitspanne, also super fix. Und ja, die Wanne war halt noch halb leer, also da war so viel Wasser drin. Der Arme hatte also keine richtige Wassergeburt, ich war nur in der Wanne. Und habe ihn dann sofort hochgenommen, auch anders als beim letzten Mal, dass ich selber mein Kind hochnehmen konnte, direkt in den Arm, auf den Arm. Dann war ich da noch eine Weile in der Wanne, dann sind wir aufs Bett und ich habe wirklich ganz, ganz lange einfach nur mit ihm dort gelegen. Niemand hat mich gestört, alle haben sich zurückgehalten. Justus und ich konnten einfach voll und ganz unseren kleinen neuen Erdenbürger begrüßen und ja, dann hat er irgendwann, ich glaube nach 2 Stunden, 1,5 Stunden hat er dann das erste Mal getrunken und ich habe die ganze Zeit auch noch nicht die Nabelschnur durchgeschnitten gehabt. Ja, die Hebamme, die dann meine Hebamme geworden ist, auch unglaublich tolle Frau gewesen. Ich mochte die einfach richtig von der Art. Ich habe ab und zu geguckt, ob sich ja, der Mutterkuchen schon löst, die Plazenta. Und irgendwann ist sie dann rausgekommen, davon haben wir auch Fotos und alles. Also ich fand es diesmal, konnte ich das alles viel intensiver wahrnehmen und viel bewusster alles auch noch mitmachen. Und ja, nach den 2 Stunden hat Justus dann irgendwann die Nabelschnur durchgetrennt. Und dann musste ich noch genäht werden. Hatte ich nur Verletzungen 1. Grades. Und irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass ich keine Betäubung bei Marisa bekommen habe und habe deswegen gesagt, ich brauche das nicht. Da kommt eigentlich der schmerzhaftste Teil diesmal. Also ich wurde bei Marisa betäubt. Vielleicht war es auch, weil es direkt nach der Geburt war bei Marisi. Hier waren ja jetzt schon 2, 3 Stunden vergangen, bis ich genäht wurde. War das vielleicht unten alles nicht mehr so taub oder durchblutet von der Geburt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das dann ganz schön schmerzhaft. Bei Marisi war es überhaupt nicht schmerzhaft. Wie gesagt, da hatte ich eine Betäubung. Aber das habe ich irgendwie in dem Moment nicht so richtig realisiert. Und das machen hier in Spanien tatsächlich auch die Hebammen. In Deutschland machen das, glaube ich, nur die Ärzte. Und das fand ich voll schön, weil ich mit der ja auch die Geburt gemacht habe und da jetzt nicht irgendwer noch Fremdes kommt und mich pflegt. Ja, und dann war er da.
Und dann habe ich noch eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Das war auch super schön, super entspannt. Die ganzen Hebammen waren super herzlich, super liebevoll und so wie Spanier halt eben sind irgendwie. Und ja, dann sind wir nach Hause am nächsten Tag. Und da durfte Marisi dann endlich ihren Bruder in Empfang nehmen und hat ihn gleich überhäuft mit allen Spielsachen, die sie hier so hat. Sie war so süß, sie wollte ihm wirklich alles in die Hand drücken und geben und kuscheln und machen. Und die sind, glaube ich, jetzt schon ein Herz und eine Seele. Also auch jetzt 2 Monate später. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich gucke nochmal. Nein, ich glaube nicht. Das war die Geburt und sie war wunderschön. Wunderschön. Sollte ich noch ein 3. Kind kriegen, was wir gerade nicht wissen, weil die Anfangsphase diesmal sehr, sehr kräftezehrend ist, mit unserem kleinen Mann, obwohl ich eigentlich noch ein 3. möchte, traue ich mich dann, glaube ich, eine Hausgeburt. Das ist mein Wunsch fürs nächste Baby. Aber vielleicht war es auch das letzte Mal. Mal gucken, ich habe beim paar Tage nach der Geburt gesagt, wow, es ist so schön, dass diese Geburt nicht das letzte Mal war, dass ich mich jetzt nicht davon verabschieden muss und dass ich mich darauf freuen kann, nochmal irgendwann ein Kind auszutragen. Und jetzt weiß ich das gerade im Moment nicht so, weil, mal sehen, ist es wirklich sehr intensiv und keine Ahnung, ob wir dann irgendwann nochmal ready sind und genug Kraft haben für ein 3. Oder ob wir uns einfach auf die 2 Wunder, die wir haben, besinnen und konzentrieren und denen helfen, ins Leben zu finden. Die sind ja schon im Leben. Ja, aber let's see. Okay, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das jetzt einfach frei raus erzählt und wünsche euch allen Mamis, die gerade schwanger sind, Mom-to-Bees, dass ihr eine wundervolle Geburt erlebt und dass ihr euch darauf besinnt, dass das das Natürlichste der Welt ist. Und ich war immer jemand, der Angst hatte vor Geburten, die immer gesagt hat, ich gehe da rein, schneidet mir das mit dem Kaiserschnitt raus, das war's. Und habe mein Mindset so geswitcht und ich liebe es und es ist wirklich, diese 2 Erlebnisse sind die krassesten Erlebnisse, die ich je in meinem Leben hatte. Die 2 Geburten meiner Kinder, die schönsten Erlebnisse. Und ich denke sehr, sehr gerne daran zurück. Also wünsche ich allen, dass das ebenfalls wundervoll wird oder dass ihr wenigstens euch auf das Wunder vorbereitet, als wäre es ja was ganz Natürliches. Ist es ja auch. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich. Ciao!